Mein Name ist Eliana Korn, ich bin 20 Jahre alt und studiere Jura in Hamburg. Also ich muss sagen, in meiner Kindheit in Frankfurt war ich auf dem jüdischen Kindergarten und in der jüdischen Schule bis zur 9. Klasse. Das heißt, für mich war mein Leben in Deutschland eigentlich jüdisch in dem Sinne, weil ich kaum mit nicht-jüdischen Sachen in Berührung gekommen bin in dem Sinne. Also wir hatten zwar auf der jüdischen Schule nicht-jüdische Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen, mit denen war ich auch befreundet, aber ich würde sagen, mein Hauptleben hat sich schon im jüdischen Kreis bewegt. Und da würde ich sagen, war es ein normales Leben, also so normal, wie ich es halt fand. Klar, zum Beispiel, als ich dann nach der 9. Klasse, die jüdische Schule in Frankfurt ging nur bis zur 9., bin ich fürs Abitur auf eine öffentliche Schule gegangen. Und da war es zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, dass nicht vor jeder Schule Polizei steht und Sicherheitsmänner stehen. Und das war für mich schon krass, weil man geht halt 10 Jahre lang in ein Gebäude jeden Morgen, sagt Hallo zu den Polizisten, zu den Sicherheitsmännern. Das ist ja eine Gewohnheit. Und dann sieht man zum ersten Mal, das ist aber eigentlich nicht die Gewohnheit aller Menschen. Und das sind so Sachen, die erinnern anderen schon daran, vor allem wenn man nicht mehr 4 oder 5 ist, sondern eher 15, 16, ja, dass jüdisches Leben in Deutschland doch nicht so sicher, selbstverständlich normal ist, wie man es vielleicht als Kind denkt, wenn man halt in dieser Umgebung aufwächst. Und dass man aufpasst, was man trägt, was man sagt, wem man sagt, man ist jüdisch, wem man es nicht sagt, das sind Sachen, die man lernt und Sachen, auf die man achtet. Ich würde sagen, ich bin schon sehr traditionell jüdisch aufgewachsen. Und zwar nicht in Bezug auf streng orthodox oder religiös, sondern wirklich in Bezug auf die Tradition leben. Und zwar so leben, wie sie meine Großeltern und Urgroßeltern gelebt haben. Ich komme aus Frankfurt und war dort auch in der Gemeinde, in der jüdischen Gemeinde Mitglied. Und ich würde sagen, das Judentum ist schon Teil meines Alltags. Also ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, aber mir sind die Traditionen, die Werte und irgendwie die Gemeinschaft sehr wichtig. Und ich würde sagen, das habe ich seit meiner Kindheit auch so gelebt. Also wir haben jeden Freitagabend feiern wir zusammen Schabbat und gehen in die Synagoge für die Feiertage. Ich persönlich halte aber jetzt nicht koscher ein oder so. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Tradition und eben Religion als solche. Es fühlt sich an, als hätte man da eine jüdische Community, auf die man eben zurückgreifen kann. Sowohl die Synagoge, die Gemeinde, das Jugendzentrum, die Schule arbeiten alle zusammen, Kindergarten, Krabbelstube. Deshalb würde ich sagen, die jüdische Gemeinde existiert und existiert auch für den inneren Kreis. Aber was ich immer schön fand, ist, dass sie auch sehr eng mit der Stadt Frankfurt als solche zusammengearbeitet hat. Und ich kam viel auch über die Schule durch so Trialoge und so oder Dialoge mit anderen Kulturen und Religionen in Austausch. Und das fand ich immer sehr schön, dass man halt sich nicht nur sozusagen eingliedert und für sich bleibt, sondern den Dialog sucht.